Unsere Prognose kommt in die heiße Phase. Wir sind im Achtelfinale angelangt. Wir starten mit der deutschen Mannschaft, die ja leider sich schon in echt frühzeitig verabschiedet hat, gegen den Senegal. Auch eine sehr, sehr interessante Truppe. Und in der 24. Minute der perfekte Start in dieses Spiel. Felix Metscher nach Vorlage von Kai Havertz. Der Aufsetzer perfekt genommen. Es wäre so vieles möglich gewesen, auch in echt, aber vielleicht eine Niederlage gegen Paraguay im Elfmeterschießen zur rechten Zeit. Jetzt muss von Grund auf alles verändert werden. Zurück hier zur Prognose. Auch die Afrikaner ihrerseits mit ihrer ersten Gelegenheit nach 34 Minuten und Iliman Ndiaye mit dem Traumtor und dem nicht unverdienten Ausgleich. Es war wirklich ein ausgeglichenes Spiel. So ähnlich wie in echt, die deutsche Mannschaft hinten desolat, viele Schwächen, viele Lücken und auch da gab es nichts zu halten für Neuer. Den konnte man einfach nicht reinmachen. Aber anders als in echt, hier die Offensive. Ein bisschen zielstrebiger und ein bisschen treffsicherer. Florian Wirtz in Minute 48, die 3. Minute der Nachspielzeit. Das hätte man ihm auch gerne in echt gegönnt. Schönes Tor und am Ende dann ein verdientes 2:1 für die deutsche Nationalmannschaft. Man zieht ein ins Viertelfinale und der nächste mögliche Gegner jetzt im nächsten Spiel. Und zwar Bosnien, auch eine kleine Überraschung hier in der Prognose gegen die Niederlande, die ja auch schon seit Jahren, seit Jahrzehnten auf ihren ersten WM-Titel warten. Und auch hier ging es nicht gerade sonderlich gut los für die Niederländer. Das überraschende 1:0, der Bosnier gut gespielt in die Tiefe und dann ist es Lukic am Ende, der Torschütze, schön mit links vorbei an allen. Die frühe Führung, der frühe Schock für die Niederländer, die aber ab diesem Zeitpunkt dann Vollgas gaben. Nach vorne, fast jeder Schuss, gefühlt ein Treffer. Daniel Mahlen begann mit dem Ausgleich nach 27 Minuten. Ein kleiner Trick zwischendurch und dann schmeißt er den einen unter die Latte. Ja, die Niederländer, kommt es zum Duell gegen den ewigen Rivalen, gegen die deutsche Nationalmannschaft. Viele großartige Duelle hat es ja schon gegeben in der Geschichte der Weltmeisterschaft und natürlich auch Europameisterschaft. Minute 35 dann. Der Turnaround gelang durch Frenkie de Jong. Schöne Einzelaktion, da kommt niemand hin. 2, 3 Bosnier, die ihn da nicht aufhalten können. Ein sensationell schönes Tor. Und dann sprung die zweite Halbzeit kurz vor dem Ende. Dann wieder Daniel Mahlen und dann die Entscheidung in Minute 81. Das war schön und schnell gespielt hier aus der Ego-Perspektive. Und es kommt tatsächlich im Viertelfinale dann auf das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Niederlande, die sich hier verdient mit 3:1 gegen Bosnien durchsetzen. Weiter geht es mit Portugal und Spanien, eigentlich auch gefühlt Halbfinale, Finalspiel, Finalcharakter. Wir gehen rein, der amtierende Europameister gegen Ronaldo und Co., der natürlich auch auf seinen ersten WM-Titel wartet. Das fehlt ihm noch in seiner Reihe und die Portugiesen begannen furios. Minute 20, richtig gut nach vorne gespielt. Auch da hatte Ronaldo seine Füße im Spiel. Am Ende war es dann João Neves, der den Ball unter die Latte drosch. Und die Spanier fanden überhaupt gar nicht zu ihrem Spiel. Die Portugiesen überragend, auch in ihrem Direktspiel. Sensationell, das 2:0 kurz vor der Pause. Torschütze Bruno Fernandes. Und wieder hatte Ronaldo im vorletzten Pass seine Füße dazwischen. Aber ungewohnte Schwächen der Spanier. Sie kamen überhaupt nicht zu ihrem Kurzpassspiel. Keine Gelegenheit nach vorne. Die Portugiesen hatten einfach einen Sonnentag erwischt. Es funktionierte einfach alles. Vieles hinten ließen sie nicht zu. Und zur Krönung gab es dann noch diesen Angriff 10 Minuten vor dem Ende. Neto auf der linken Seite gegen Llorente, der auch heute nicht in sein Spiel fand, genauso wie viele, viele andere. Dann noch 1-2 Mal direkt gespielt und dann am Ende Altmeister Cristiano Ronaldo in Minute 81 mit dem 3:0. Also eine echte Watschen, wenn man möchte. Eine große Überraschung nicht. Die Höhe des Ergebnisses ist vielleicht überraschend, weil man von den Spaniern natürlich auch immer viel mehr erwarten muss. Wie gesagt, als amtierender Europameister, aber sie scheiden aus. Portugal gewinnt, verdient mit 3:0 und zieht ein ins Viertelfinale. Wir kommen zum einen der Gastgeber Kanada, auch ein bisschen überraschend hier in der Prognose durchgesetzt, spielt gegen Belgien, die mit ihrer goldenen Generation. Mal gucken, ob zumindest in der Prognose was draus wird. Oluwayesi aber mit dem überraschenden 1:0 für die Kanadier, die bis dahin, 20. Minute, auch richtig gut mitspielten mit den Fans im Rücken. Eine Heim-WM. Natürlich ist man da nochmal ein bisschen anders motiviert und es sollte auch genauso weitergehen. Wieder dieser Oluwayesi, Minute 37. Effiziente Kanadier gegen auch hier defensiv schwache Belgier. So kann man einfach nichts erreichen. Auch mit einer vermeintlichen goldenen Generation, die jetzt nicht mehr so golden ist. Und die Kanadier munter, frech, total befreit, weil sie hatten nichts zu verlieren. Sie waren der Außenseiter.
Und so spielten sie auch in der zweiten Halbzeit. Backen dann über die rechte Seite. Oluwayesi läuft wieder in der Mitte, sich frei. Und dann wird er freigespielt. Estuyaido, Estakio mit dem 3:0. Auch hier die Höhe wirklich überraschend, weil die Kanadier ja gar nicht so stark eingeschätzt. Aber ihr seht, was möglich ist. Estakio mit dem 3:0. Und das war's. Überraschung Nummer 1 in dieser Prognose, würde ich sagen, in diesem Achtelfinale. Die Kanadier schmeißen die Belgier raus, gewinnen mit 3:0. Überraschung Nummer 2 war theoretisch auch möglich im nächsten Spiel. Brasilien, 5-facher Weltmeister gegen den Irak, die sich auch in einer Gruppe mit Frankreich und Norwegen sensationell zumindest in der Prognose durchgesetzt haben. Und auch hier ging es los, nach nicht mal 5 Minuten, das 1:0 tatsächlich für den Irak. Da dürfen sie Muttersinn allein durchspazieren und dann vom 16er der Ball unter die Latte. Früher Schock für die Brasilianer, die sich natürlich dann aber auch wieder fingen und durch Igor Thiago, der Mann aus der Premier League, dann zum verdienten Ausgleich kam. Sie wurden jetzt immer sicherer im Passspiel, im Kombinationsspiel und natürlich auch effektiv vor dem Tor. Das ist das, was man nun halt immer braucht, auch gegen den Irak. Und in Minute 56 dann wurde es noch besser für die Männer, für die Seleção. In Gelb, Vinicius Junior mit dem Außenriss. Schönes Tor, muss man ihm lassen vom Fünfer-Eck. Keine Chance für den Keeper. Hier sieht man das nochmal ein bisschen besser. 1-2 Mal vorgelegt und dann hinein ins Tor, hinein ins Glück. 2:1 und dann springen wir in Minute 68. Wieder der Ball in die Tiefe und wieder Igor Thiago, der diesmal ein bisschen Aluminiumglück hat. Der Ball von der Latte rein ins Tor. Aber vom Spielverlauf natürlich total verdient. Brasilien lässt also weiterhin die Hoffnung leben auf WM-Titel Nummer 6. Der letzte Jahr 2002 in Japan und Südkorea. Und der Irak unterliegt mit 1:3 und fährt nach Hause. Eine weitere Nation, die aber noch länger auf ihren nächsten WM-Titel wartet, sind die Engländer. Gegen Uruguay schnuppern schon mal so ein bisschen Finalluft im New Jersey Stadium, da wo auch das Finale dann stattfinden wird. Minute 60, sehr ausgeglichenes Spiel bis dahin, wenig Chancen auf beiden Seiten, viel Mittelfeld geplänkelt. Dann Jude Bellingham mit einer Einzelaktion und mit diesem Tor. Schön gemacht, sehen wir hier in der Wiederholung von oben. Hier Uruguay einmal gepennt in der Verteidigung und Bellingham ist dann derjenige, der goldene Schütze des 1:0, der die Three Lions eine Runde weiterbringt ins Viertelfinale. Wieder ein nächster Schritt auf dem Weg zum WM-Titel. Wir werden sehen, ein paar Spiele sind es noch und ob sie sich in der nächsten Runde durchsetzen, das werden wir dann auch in der nächsten Folge sehen. Eine weitere Partie eines Gastgebers, die Amerikaner gegen Saudi-Arabien. Auch die Saudis haben sich hier überraschend durchgesetzt, auch in der letzten Runde gegen Österreich. Jetzt kommen aber die weitaus stärkere Spielerin Amerikaner Balogun. Folarin Balogun, einer der Shootingstars dieser WM, dieser amerikanischen Nationalmannschaft, kurz vor der Pause mit dem 1:0. Nicht unverdient. Reingeschweißt, der hat auch in den letzten Runden viel Spaß gemacht, viele Tore auch gemacht, gute Aktionen. Vielleicht wird er ja irgendwann mal für Höheres berufen. Wir werden es sehen. Zweite Halbzeit dann, nächste Chance für die Amerikaner. Wes McKennie, auch bestens bekannt aus Funk und Fernsehen. Der Rebound, der Kopfball dann weit übers Tor. Und auch die letzte Chance in diesem Spiel gehörte den Amerikanern, die möglichst ja auch weit kommen wollen. Hier kommen sie erstmal eine Runde weiter ins Viertelfinale. Die letzte Chance noch von Malik Tillman. Und somit ziehen die Amis weiter ins Viertelfinale. Das letzte Achtelfinale zwischen Algerien und Kolumbien, Afrika gegen Südamerika. Da ist auf jeden Fall immer viel Feuer drin und auch viele Tore. Minute 20. Die Kolumbianer mit der ersten Chance und Puerta. Schönes Tor für Kolumbien, 1:0. Gutes Spiel bis dahin, sehr druckvoll. Die Algerier in der Defensive ganz viel gefordert mit ja, exorbitant großen Lücken. Und das lassen sich die Kolumbianer natürlich nicht zweimal sagen, die dann in einem Flow drin waren, die weiterhin nach vorne spielten, Chance um Chance und dann das 2:0. Nach einer guten halben Stunde. Die Kolumbianer also zielgerichtet Richtung Viertelfinale. Die erste Halbzeit schon mal sehr, sehr vielversprechend. Hier sehen wir nochmal die zweite Wiederholung. Waren einfach einen Schritt schneller. Die Algerier zu sorglos in der Verteidigung, auch nach vorne hin bekamen sie nicht viel hin. Und das ja bestrafen die Kolumbianer dann auch in der zweiten Halbzeit. Wieder ist es Suarez, der Torschütze vom 2:0. Ohne Probleme, ohne Gegenwehr, ohne Druck. So kann man natürlich auch als Algerien nicht bestehen. Und so scheidet man dann auch verdientermaßen aus dieser Prognose hier aus. Und Suarez bleibt eiskalt vorm Keeper.
da war nichts zu machen. Aber der Schlusspunkt sollte dann erst ein paar Minuten vor Schluss folgen. Die Ecke zum ersten. Davinson Sanchez zum zweiten. Auch in der Premier League zu Hause. Hatte auch ein bisschen Glück, dass er den Ball nur noch ins Tor einschieben musste. Aber unter dem Strich wirklich eine starke Leistung. Die Kolumbianer muss man zumindest hier in der Prognose auf dem Zettel haben. Ziehen völlig verdient weiter ins Viertelfinale. Für unsere Prognose bedeutet das, dass zwei bereits ausgeschiedene Teams in echt gegeneinander spielen. Deutschland gegen die Niederlande, ein alter Klassiker. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer sich da durchsetzen wird. Der Sieger aus dieser Partie trifft dann auf den Sieger der Begegnung Portugal gegen Kanada, die auch natürlich überraschenderweise in unserer Prognose hier ins Viertelfinale eingezogen sind. Auf der anderen Seite spielt Brasilien gegen England, auch eigentlich schon vorweggenommenes Finale. Richtig schöne und spannende Partie. Die andere Partie ist dann USA gegen Kolumbien. Der Turnierbaum wird immer kleiner, es werden immer weniger Mannschaften. 8 Teams kämpfen jetzt um den Einzug ins Halbfinale. Das seht ihr dann alles in der nächsten Folge. Es würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Kostenlos abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das ist ein sehr aufwendiges Projekt, sehr zeitintensiv, aber es ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, wieder in der nächsten Folge mit den Viertelfinalbegegnungen, auch in der Zusammenfassung. Macht's gut, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.